Hallo allerseits, heute ist wieder mal Fahrstammtisch im Münchner Osten bei Reinhold Brenner. Diesmal eine Nummer größer. Einmal im Jahr ist immer die Anlage ganz groß aufgebaut. Da ist der Augsburger Bahnhof aufgebaut. Dann sind die kompletten Gleise vorbildgerecht Wien-Augsburg aufgebaut. Und insgesamt sind hier heute 16 Doppelkreuzungsweichen, 70 Weichen und 2 Kreuzungen integriert worden. Und die gesamte Gleislänge beträgt in Summe etwa 560 Meter. Ein paar Daten zur Augsburger Anlage hier. Der Augsburger Bahnhof hat ab der ersten Einfahrweiche bis zur letzten Ausfahrweiche eine Länge von 26 Metern. Das Bahnhofsgebäude ist 3,50 Meter lang. Insgesamt gibt es 5 Bahnsteige, 9 Bahnsteiggleise, 8 Stumpfgleise und 8 Güterzuggleise hier im Augsburger Bahnhof, der wie das Vorbild realisiert wurde. Mit integriert in die heutige Fahrstammtischanlage ist von Jürgen Peters eine 12,60 Meter lange Anlage oder ein Teil seiner Anlage, den er hier aufgebaut hat und der zur Vergrößerung der Strecke vom Reinhold Brenner hier im Einsatz ist. Ist auch wunderschön aufgebaut, hier mit einem Stellwerk, mit Beleuchtung. Hier ein Bahndienstwagen, ein Messwagen, Messgerätewagen, auch mit Inneneinrichtung. Mal 2 schöne Beispiele, was man aus einfachen Märklin-Loks machen kann, wenn man ein bisschen Zeit hat und Lust hat und ein bisschen was verschönert und altern kann. Auch die Inneneinrichtung ist schön nachgearbeitet worden. Und hier bei der V60, die Maxi V60, ebenfalls wirklich sehenswert.
dem heutigen Fahrstammtisch ist nicht nur die Spur 1 vertreten, sondern auch in 5 Zoll eine Baureihe 70, die mit Kohle befeuert wird. Und die hat der Peter Stummbaum mitgebracht aus Hersching. Wie schwer ist denn die Lok? Circa 40 Kilo. Circa 40 Kilo. Und wie fährt man da mit der? Da sitzt man drauf auf der auch. Da sitzt man auf diesem Sitzwagen, wo die Kohle drauf ist. Und dann heizt man an, aber jetzt kommt man hier nicht an die Kohle ran. Wie macht man das dann? Ja, dann nimmt man dann die Verkleidung weg. Aha. Und dann kommt man da an die Innenteile, wo der jetzt da drin ist. Ne? Und die ist komplett selbst gebaut, selbst entwickelt und... Ja, entwickelt ist nicht über einen Bauplan gehabt oder Bauzeit ungefähr 6 Jahre. 6 Jahre? Und jetzt geht es im Garten auf und ab ein Stück? Ja, vorwärts und rückwärts. Und diese Gleise mit 5 Zoll, das sind 12,7 cm Spurweite. Das ist so, dass man selber noch drauf fahren kann. Aber Publikumsverkehr, glaube ich, ist nicht erlaubt. Da muss man 7,25 Zoll fahren. Aber wie macht man das mit den Füßen? Kommt dann da irgendwas noch hin? Weil man sitzt da ja drauf, relativ wackelig. Ja, da kommt das eine Stange hingelaufen und dann kommen die Füße drauf. Ja. Das heißt, da gibt es dann Fußrasten dazu. Ja. Und die Anhänger sind auch alle selber gebaut hier? Genau, alles selber gebaut, ja. Der Talbot Schotterwagen. Ja, der wiegt wahrscheinlich auch 15 Kilo rum, locker. Ja. Geklappt beginnt. Da kann man sogar einen Schotter rauslassen, wenn einer drin wäre. Zwei wunderschöne Eigenbau Spur 1 Echtdampfmodelle von Thomas Bauer aus Mühldorf sind ebenfalls hier auf dem Stammtisch zu sehen. Allerdings heute nicht für den Fahreinsatz, weil die Radsätze nicht voneinander isoliert sind und damit der gesamte sonstige elektrische Fahrbetrieb unterbrochen werden musste. Am Spur 1 Fahrstammtisch ist der Pizzaservice eine große Herausforderung, dass die Pizzen alle noch warm kommen, die wir alle vorher telefonisch bestellt haben. Jetzt ist Pause angesagt und dann geht es weiter mit dem Spiel. Eine komplette Runde am Fahrstammtisch sind übrigens 90 Meter diesmal. Auch ein paar Kleinserienhersteller waren wieder auf dem Spur 1 Stammtisch persönlich vertreten.
So hat etwa Mo-Miniatur sein Prototyp-Handmuster der Motordressine KLV12 ein paar Runden drehen lassen. Vom Wehmer Bahnatelier gibt es mal wieder eine neue Figur, und zwar einen Arbeiter mit Leiter. Die Leiter ist maßstabsgerecht 3 Meter lang, also ungefähr knapp 10 Zentimeter lang. Und die Figur ist so bemaßt, dass sie wirklich sauber in die Leiterstufen greift und steigt. Ebenfalls neu von Wehmer ist dieser Lademeister oder Disponent. Zu Gast auf dem Fahrstammtisch ist diesmal auch ein Modellbau-Stammtisch aus Germering. Er hat ein automatisiertes DCK-System für H0 mit beispielsweise einem kompletten Feuerwehreinsatz oder wie hier einem Omnibus, der eine Haltestelle mit wartenden Fahrgästen anfährt. Dabei setzt der Bus zunächst den Blinker, dann schaltet er die Warnblinkanlage und die Innenbeleuchtung ein. Nach dem Einsteigen der Fahrgäste erlischt dann die Innenbeleuchtung wieder und wenn der Bus weggefahren ist, sind auch die Fahrgäste an der Haltestelle plötzlich verschwunden. Allerdings wird das Geheimnis mit den verschwundenen Fahrgästen jetzt gleich aufgelöst. Jetzt aber wieder zurück zum Fahrbetrieb auf der großen Spur 1 Anlage. Gefahren wird mit Märklin Central Station und mit einigen Boostern und mit PC-Unterstützung zum Weichenschalten. Und Sprechfunkunterstützung ist hier auch diesmal an Bord mit dabei. Das war's für heute mit Impressionen vom großen Spur 1 Modellbahn-Fahrstammtisch im Münchner Osten. Ich hoffe, mein Video hat Spaß gemacht. Trotz der Akustikprobleme in der großen Halle und der leider immer wieder zu hörenden Störgeräusche von den Gleisen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal wieder besuchen würden und auch abonnieren würden.